Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin die Leo und auf meinem Kanal Green Power Garden dreht sich alles um das effiziente Gärtnern zur Selbstversorgung. Und das auch noch in Bioqualität. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch, das euch völlig umhauen wird. Also haltet euch fest und lasst euch von meiner Entdeckung mitreißen, denn sie wird eure Tomaten, Gurken, Paprika, Kohl und vieles mehr auf ein wirklich neues Level bringen. Ich habe nämlich vor kurzem eine faszinierende und zugleich super einfache Methode entdeckt, wie man mit zwei absolut langweiligen Zutaten, die fast jeder zu Hause hat, einen wirkungsvollen und biologischen Dünger für unsere Gemüsepflanzen herstellen kann. Dieser Dünger ist nicht nur ein Wachstumsbeschleuniger, sondern stärkt auch die Widerstandskraft der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge. Ein wahres Powerpaket sozusagen für unsere Pflanzen. Aber es steckt noch mehr dahinter, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Deshalb solltet ihr unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, um das Wichtigste nicht zu verpassen. Schauen wir uns mal an, wie die Kombination dieser zwei Zutaten das Wachstum und die Gesundheit unserer Pflanzen beeinflussen kann. Das hier ist Acetylsalicylsäure und bekannt auch als Aspirin bzw. als ASS. In der Pflanzenforschung wird Acetylsalicylsäure als synthetischer Signalstoff verwendet, um die Abwehrmechanismen der Pflanzen gegen Bakterien und Pilze zu aktivieren. So viel zu der ersten Zutat unseres Superdüngers. Jetzt zu der zweiten Zutat. Auch die zweite Zutat findet sich fast in jedem Haushalt. Hier meine stinknormale Hefe. Dieses kleine Tütchen voller eifriger Mikroorganismen enthält natürliche Enzyme und Mikronährstoffe, die das Bodenleben anregen und das Wurzelwachstum der Pflanze fördern. Sie unterstützt auch, also die Hefe unterstützt auch den Abbau von organischen Substanzen im Boden und sorgt so für eine verbesserte Nährstoffversorgung. Indem wir diese beiden wirkungsvollen Zutaten Aspirin und Hefe kombinieren, schaffen wir eine einzigartig kraftvolle Mischung, die das Bodenleben anregt, die Nährstoffaufnahme der Pflanzen verbessert, das Immunsystem der Pflanze stärkt und das Wurzelwachstum fördert. Und wofür das Ganze? Na, natürlich für eine reichhaltige Ernte. Mit diesem Dünger werden die gleichen Tomatensorten wie im Vorjahr nicht nur mehr Ertrag bringen, sondern die Tomaten selbst werden auch noch aromatischer und geschmackvoller sein. Und das Beste daran ist, dass wir diesen Dünger selbst herstellen können und auch noch zu einem günstigen Preis. Im Vergleich zu ähnlichen Düngemitteln aus dem Laden ist dieser Dünger kostenlos, also fast kostenlos. Übrigens, wenn ihr mehr selbstgemachte Bio-Düngerezepte sucht, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei. Dort habe ich bereits eine ganze Sammlung von Rezepten erstellt. Also ruhig mal reinstöbern und unbedingt abonnieren, wenn ihr eins der nächsten Videos zum Thema biologische Kampfmittelchen gegen Blattläuse, Spinnmilben und sogar Vogelmilben nicht verpassen wollt. Aber zurück zu unserem Dünger. Um diesen Spezialdünger herzustellen, nehme ich einfach 5 Tabletten Aspirin und ungefähr 500 bis 1 Liter Wasser, heißes Wasser am besten. So, schön heiß, damit sich Aspirin am schnellsten so auflösen kann. Aspirin, also reine Acetylsalicylsäure, kann in großen Mengen online gekauft werden. Man benötigt nämlich nur 0,25 Gramm Acetylsalicylsäure pro Pflanze. So eine 1 Kilo Packung würde wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre ausreichen und wenn sie richtig gelagert wird, dann bleibt sie sogar noch länger haltbar. Nachdem das Aspirin sich hier aufgelöst hat, füge ich noch 100 Gramm frische Hefe oder 70 Gramm Trockenhefe. Man kann natürlich auch Bierhefe verwenden. Sie ist nämlich in großen Mengen wesentlich günstiger als Backhefe. Mit einem Mixer, am besten mit einem Stabmixer, lässt sich die Mischung wesentlich besser und schneller verrühren. Sobald alles gut gemixt ist, vermische ich dieses Aspirin-Hefe-Konzentrat mit weiteren 9 Liter Wasser. Und schon ist unsere super Düngermischung für die heranwachsenden Kraftpakete fertig. Mit dieser fertigen Mischung kann man die Pflanzen nicht nur gießen, sondern auch besprühen.
Vor der Düngergabe sollte man aber die Pflanzen gründlich bewässern und erst danach mit dem Dünger gießen, etwa 1 Liter fertige Mischung pro Pflanze. Wenn die Pflanzen vorher nicht bewässert werden, wäre der Dünger verschwendet, da er bei trockener Erde einfach in die tieferen Bodenschichten absickern würde und im wurzelnahen Bereich der Pflanze nur noch wenig Dünger übrig bliebe. Mit dieser 10 Liter Lösung kann man nicht nur gießen, sondern auch, wie gesagt, die Pflanzen besprühen. Die Nährstoffe werden beim Besprühen sogar schneller von der Pflanze aufgenommen und die benötigte Menge ist wesentlich geringer als beim Gießen. Aber bitte denkt dran, egal womit ihr eure Pflanzen besprüht, macht das immer abends und nicht morgens. Die winzigen Wassertropfen können wie ein Vergrößerungsglas auf den Blättern wirken und die Pflanzen bei starkem Sonnenschein wirklich verbrennen. Und jetzt, liebe Gartenfreunde, wird das richtig spannend. Man kann die Wirkung dieses fast schon magischen Düngers tatsächlich modifizieren. Wir nehmen einfach einen Kochtopf. Moment, wo ist es? Wir nehmen einfach einen Kochtopf und lassen diese Aspirin-Hefe-Konzentrat-Mischung darin leicht köcheln. Also ich habe hier jetzt keine Herdplatte, aber wir machen das zu Hause. Es sollte nicht so heiß werden, da die Hefe leicht anbrennen kann. Etwa 15 Minuten lang köcheln oder eben etwas länger. Je länger, desto besser auf jeden Fall. Unter diesen Temperaturen strukturieren sich die Bestandteile des Konzentrats neu und es entsteht neue, einzigartige und absolut natürliche chemische Verbindung, die unsere Pflanzen dringend benötigen, vor allem wenn sie gerade erst an ihren endgültigen Standort im Freien umgezogen sind. Diese hochkonzentrierte Mischung enthält nach dem Kochen nicht nur Acetylsalicylsäure, sondern auch Salicylsäure. Salicylsäure ist ein pflanzliches Hormon und spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Fruchtreife und der Qualität der Früchte. Die Salicylsäure kann den Gehalt an bioaktiven Verbindungen wie Antioxidantien und Vitamin C erhöhen. Dadurch erhalten wir nicht nur geschmackvolleres, sondern auch noch gesünderes Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Also meine lieben Gartenfreunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr praktische Garten- und Pflanzentipps nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Kostet ja schließlich nichts. Und wer diese Glocke drückt, der wird kostenlos von YouTube benachrichtigt, wenn ich ein neues spannendes Video hochgeladen habe. Also, bis dann, bleibt grün! Wow! Ich sollte mehr aufpassen, was ich mache, während ich meine Videos drehe. Das hätte jetzt echt schief laufen können.